Hallo Bador, willkommen zu meinem Video zu Rocket League. Ich habe aktuell sehr viel Freude daran, auf Videos über Rocket League zu reagieren. Und mir wird eins vorgeschlagen vom YouTuber Speech. Und zwar hat er ein Video über einen der größten Scammer oder anscheinend Scammer in Rocket League gemacht. Und zwar über Rocket Leagues $1 Million Scam. Und da geht es um Spookloop. Den kennen einige von euch. Der wurde auch häufiger in meinen Kommentaren erwähnt. Ich habe da sehr viel auch schon zu gesagt. Nämlich das Coaching-Programm von denen. Das ist ein bisschen sass. Ich denke mir, da geht es um mehr als nur das Coaching-Programm. Aber der hat ein Coaching-Programm, was halt irgendwie 1000 Euro kostet. Und in diesem Coaching-Programm will er euch weiterhelfen, gut zu werden in Rocket League. Da dachte ich mir, okay, wer zahlt da 1000 Euro für? Aber es scheinen ja viele zu machen, weil er hat damit Millionen verdient. Und mein Problem dabei ist, das, was ihr da in diesem Coaching-Programm habt, die Tipps könnt ihr auch auf YouTube einfach sehen in Videos. Und wenn ihr halt jemanden haben wollt, der euch beim Spielen zuguckt, dann geht einfach auf Fiverr, hier sogar von SSL-Spielern. Zahlt ihr 20 Euro, ein SSL-Spieler guckt euch beim Spielen zu und gibt euch Tipps. Das ist halt das, was Spookloop macht. Nur der Unterschied ist halt, Spookloop ist, glaube ich, gerade mal Grand-Champ und der ist SSL. Das könnt ihr 10-mal machen und ist immer noch günstiger, als diesen Spookloop-Deal zu machen. 1 gegen 1 ist er Champion 1. In 2 gegen 2 ist er Grand Champ, in 3 gegen 3 ist er Grand Champ. Ist natürlich nicht schlecht, aber würdet ihr jemanden 1000 Euro bezahlen, um euch Mathe-Nachhilfe zu geben, wenn die Person in Mathe 2 Minus steht, aber halt so tut, als ob die euch groß alles beibringen kann. Ne, das ist halt mein Problem mit Spookloop. Die Videos an sich, so die Shorts, da sind ein paar gute Tipps bei, aber da wirklich 1000 Euro reinzustecken, wer das macht, der geht schlecht mit Geld um. Das ist mein Take, sorry, ich habe sehr viel schon erzählt. $1 million Rocket League coaching empire from his bedroom. And what started as a simple video idea talking about Luke's videos quickly evolved into something a lot deeper. I've had an exclusive look behind the scenes of this coaching empire, uncovering lies, deception and convicted criminals. This is the story of Spookloop. Hat er gerade gesagt, Kriminelle? The Grand Champ Bootcamp or GCB, the service that offers to unlock your full potential with a 12-week coaching program alongside some of the best coaches in the game. There is no setup quite like this in Rocket League. This $1 million idea started with Luke uploading Rocket League tutorials to his YouTube channel over 3 years ago, which he used as a main traffic source to direct players towards the GCB. And on the surface, Luke's videos are informative for lower-ranked players who need basic information. Ja, muss man sagen. Also so Standard-Tipps, wie man trainieren kann, worauf man achten muss. Die YouTube-Videos, da kann man nichts gegen sagen. Die sind voll in Ordnung. Getting a coaching session from him was like incredible because he could do so much stuff that I couldn't do and didn't ever think I'd be able to do. But if you dig deeper, there are some instances where he has left people in higher ranks scratching their heads as to how this man runs $1 million coaching. Ja, das ist lustig. Das ist so, wie wenn ich euch Coaching geben würde in Rocket Racing. Anfangs so Rocket Racing übrigens. Ich habe mir jetzt viele Videos angeguckt, einfach nur wirklich pure Rennen von Leuten, die halt in der Top 1000 sind und wirklich auch höher sind als Top 1000. Und ich habe da ein paar Tipps mitgenommen. Das nächste Rocket Racing Video wird interessant, wird aber auch ehrlicherweise das letzte diese Season oder vorletzte, weil die Season endet ja am 8. Business. I honestly think getting out of plat is just waiting back and just not going. Like every plat just wants to jump for that ball. Just don't jump. You want to jump there? Don't go. No reason to go. You just wait. The ball goes there, it's not threatening, you go around your net and you wait in the center. Finde ich jetzt ein bisschen überkritisch hier, das Beispiel. Weil er versucht ja einfach nur Platin-Spielern anschaulich zu zeigen, ey, ihr sollt nicht overcommitten, sondern halt abwarten. Das finde ich voll in Ordnung eigentlich. Wenn ein Platin-Spieler da hingeht, der whifft den Ball. Finde ich überkritisch. Finde ich nicht richtig, die Szene zum zeigen. Now, the main thing that annoys people is the prices that Luke charges to gain access into the GCB, reaching upwards of $1,000. And in fairness, as the business has grown, Luke stepped back from coaching. He has a team of high-level coaches such as Freaky and Seabass under him now. Regardless. Will ich trotzdem gerne nochmal sagen, auf Fiverr kriegt ihr für 20 Euro ein Coaching von einem SSL-Spieler. Critics believe that you still do not need to pay $1,000 for someone to tell you to rotate back post. And yes, I am critics. Anyway, this is where the video would have ended. Me just poking a little bit of fun of Luke for posting some questionable coaching content. But then I got a DM. Hey, I have watched a couple of your videos, and I wasn't sure if you'd be interested in a crazy story. He has basically scammed close to 2K RL players out of money. He has a silent partner who has been arrested for scamming people with Ponzi schemes. And lastly, he recently fired one of the only guys in his organization that cared about those people in the server. So naturally, this grabbed my attention, and I set out to work to answer the following questions. Is Spookloop a scammer? Who is Luke's criminal partner? And who was the community man that was fired by Luke? Ist erstmal eine Ansage, ne? Also wenn du nicht Beweise hast, dass der wirklich auch kriminell ist, aber da das Video noch 7 Minuten geht, wir gerade mal 2 Minuten drin sind, wir haben ein bisschen Drama, Leute. Wir haben ein bisschen Drama in der Rocket League Community.
Lucky to get into a call with Luke's former lead salesman called Django, who explained a lot more than I ever could have asked for. But first, it's important to give some context. Most of what Luke has formed his business model around is what a man named Richard Yu has taught him. I can't play Rocket League anymore without just thinking about like the just complete and utter wickedness of Richard. Richard is the bad person. A quick Google of his name shows that Richard has been previously charged with insider trading and accused of scamming by a lot of people. Muss man auch mal sagen, generell, das spricht jetzt zwar zwangsweise noch nicht gegen Spooklook, aber wenn du halt siehst, dass jemand kriminell wegen einem Ponzi-Scheme, also halt eine Abzocke, verklagt wurde und du dann Geschäfte mit denen machst, ist erstmal sus. Spricht erstmal nicht für deinen Charakter, weil er spricht halt primär dafür, okay, Geld ist dir sehr wichtig und Moral ist dir nicht so wichtig. Teach Django how to make money through sales, and it worked very well. And in a sense, I'm kind of glad, because Luke allegedly pays Richard Yu $10,000 a month for his business courses. Richard is a master salesman. I will give him that. I made him over $100,000 in the first 4 months of me. Nicht alles ganz legit sein, ne? 3-month course. How does Luke get so many people to sign up? We had this girl named Haley and this kid named Prag, right? They would log into Luke's Discord, and when people would message Luke, they would just copy and paste messages to all the people that had replied. The customer would then be sent to Django, who would prioritize customers who are willing to spend more. And ich kann dir eine einmalige Reduzierung geben. Wie klingt 1.000 Euro? Django, das klingt scheiße. Ne, wenn ihr sowas hört, One-Time-Discount, lauft. Wie verzweifelt musst du denn sein, um einen Grand Champ 1.000 Euro zu geben? Weil wenn dir wirklich wichtig ist, besser zu werden, ist es ja relativ simpel. Spiel einfach jeden Tag für 5 Stunden. Davon sind 2 bis 3 Stunden Training. Einmal in der Woche so ein Fiverr-Coach, immer denselben. Zahl den halt 20 Euro in der Woche. Und der kann dann einen Fortschritt bewerten. Sagen, ey, daran musst du noch arbeiten, mach das besser. Und dann hast du auch einen Coach, der kostet dann 20 Euro in der Woche. Ist aber auch die Frage, willst du ein Spiel, was seit jetzt 2 Jahren am Sterben ist, willst du da so viel Zeit rein investieren? Oder hast du lieber die Hoffnung, dass halt Rocket League 2 vielleicht irgendwann mal rauskommt? Und vor allem, warum überhaupt? Ein Videospiel soll doch Spaß machen. Das klingt nicht nach Spaß, so verzweifelt zu sein, jemandem 1.000 Euro zu geben. Finde ich sehr, sehr sass. Also, obviously, you put in the work to get here. I've spoken with you. You're a good dude. You have what it takes to do what you want. You can turn this into an investment, become a streamer, you know, you can make your money back off this. Okay. Wenn du den Kurs machst, kannst du gut werden, dann bist du ein Streamer und Leute gucken nicht, weil du gut bist. Fun Fact dazu, du musst nicht gut in Videospielen sein, um halt ein Streamer oder YouTuber zu sein. Ich denke, ich bin der Beweis dafür. Today, I can go ahead and give you a one-time discount and get you in for $1,000. Does that sound good? Hey man, you know what? I can do that. And then boom, you're in. So in short, the whole sales pitch is making the customer feel like they spoke to a YouTuber, making them feel special, and then make them want to be part of the... Und ein bisschen FOMO ist auch mit bei, wenn du sagst, oh, das ist ein einmaliger Deal, der läuft ab in ein paar Tagen, musst du jetzt machen. Ja, es ist nicht dumm, aber moralisch sehr, sehr fragwürdig. So-called inner circle, which I'm not gonna lie, it comes off as a bit culty, the inner circle thing, but you know. And usually a day later, the customer would come back to Django with regrets. The next day, they regretted it, and then they would call me and ask for a refund. I've had people tell me, hey man, I'm whispering because if my wife finds out I'm doing this, she'll divorce me. And I felt bad. You know, I'm a good guy. I don't enjoy hurting people like that, you know, or manipulating them. But he could not issue refunds as all calls were monitored by Luke. And after Django told me this, I was a little bit conflicted. Post by Clarity hat er gehabt. Wenn du was kaufst und du willst es unbedingt haben, weil jemand macht dir schmackhaft und so nach einem Tag später merkst du, oh shit, was habe ich hier getan? 1.000 Euro weg und ich habe jetzt hier eine fette exklusive Robbe. Sympathy for the people who were manipulated into buying the coaching. But on the other hand, I can't really help but think it's also your fault. Despite it being unethical, Luke and Richard aren't really doing anything illegal here. Let me know what you guys think of this below. Ja, meinte ich auch, bis jetzt habe ich noch keinen Scam entdeckt, sondern einfach nur ein fragwürdiges Angebot und fragwürdige Mechaniken, um halt Leute da reinzusaugen. Don't really know. But this is just the start. Another shady tactic that Luke has used in the past to promote his business follows the same themes of deception, along with a man named Diabetic Delight, or Kevin. Fucking hated working with Kevin. He was so narcissistic. God, he was awful. 2 years ago, Luke posted a video titled Meet the 12-Day Grand Champ, Rocket League's 288-hour Oh, GC. ja. Okay, davon weiß ich sogar. Und zwar hat Luke so getan, als ob er jemanden in 12 Tagen von jetzt auf gleich nach Grand Champ gebracht hat. Das ist schon bewiesen halt als kompletter Scam. Hat er nicht gemacht. Das ist wirklich ein Scam gewesen, das Video. Which has since been deleted. In the video, he claims Kevin reached GC through the help of his Grand Champ Bootcamp and then used Kevin's story to entice more people to join. But the true story is a lot different. Kevin got boosted to Grand Champ and then
got hired by Luke. And the evidence towards this is crystal clear when you look at both Kevin's tracker and the replays of the guy who was boosting him. And once this inevitably got leaked, Luke claimed not to have known and Boosted heißt, der hat mit jemand anderen zusammengespielt und der andere war halt SSL und der hat ihn halt hochgecarried. Und Luke hat halt so getan in seinem Video, als hätte dieser Kevin aus eigener Kraft mit Hilfe von diesen tollen Coachings geschafft, in 12 Tagen nach Grandchamp zu kommen. Ja, das ist wirklich ein Scam. released an apology video that has also since been deleted. As to whether Luke genuinely did not know about Kevin's boosting is something that only he knows, but either way the community blasted Luke for a pretty bad mistake. And around the same time as this, people had noticed a drastic change in Luke's personality. How he got rid of me was awful. It was the coldest experience like I've ever had of being let go from a job. The voice you just heard is the voice of Dreamy, one member of the team of day ones that Luke had employed, but also one of the several people that Luke has treated unfairly in the... Muss man sagen, alles was Dreamy sagt ist ein bisschen sus, weil er klingt sehr, sehr bitter darüber, dass er schlecht behandelt wurde. Wir sehen ja hier nur eine Seite. Das sind halt viele Leute, die Luke so ein bisschen zurückgelassen hat und vielleicht auch schlecht behandelt hat, aber das färbt natürlich schon ein bisschen die Meinung. Wenn mich jemand jeden Tag beleidigt, der aber sonst eigentlich ein guter Typ ist, dann werde ich auch die guten Sachen, die er macht, schlechter reden. Ne? Also heißt nicht, dass Luke jetzt hier viel gut tut, aber es ist immer wichtig, das im Kontext zu betrachten. Eyes of Django. But first, it is important to note the working conditions under Luke. If you missed your stand-up meeting at 8 a.m., you don't get paid for the day. And despite being the lead salesman, making Luke 100,000... Wenn du das Meeting verpasst, kriegst du kein Geld. Kommt drauf an, was du sonst am Tag noch gemacht hast, ne? Wenn du nichts am Tag zu tun hattest, außer halt das Meeting, ich verstehe, dass du dann kein Geld dafür kriegst. $1,000 in his first 4 months. Luke asked Django to join a call with him for a talk. Here's what we're gonna do. I'm going to take your $14 an hour pay away. I will give you an 11% commission instead of 10%. I'm like, you fucking $10, bro? You're gonna give me $10 per sale? And to add to this, the commission that Django would make wasn't even being tracked properly. The figure that Django alleges is missing from the company ranges from $30,000 to $70,000. I think right now he still technically owes me like $3,000. So that was it at the Grand Champ Bootcamp for Django, but he did go on to mention another key figure in the company called Dreamy. He is the nicest person that you could find, man. He's great. Ich schneide das Video gerade, ich will nur mal festhalten, wie manipulativ dieses Video eigentlich ist. Also natürlich kann man das sehen, wie man das will, aber alle, die gegen Luke sind, die sind so nett, das sind die nettesten Leute überhaupt, die wollen nur aufklären, aber die haben auch jahrelang Leuten irgendwie 1.000 Euro abgezogen für das Coaching-Programm, da hatten die kein Problem mit, aber sobald Luke denen weniger Geld gegeben hat und die rausgeworfen hat, oh, jetzt müssen wir da mal aufräumen. Fragwürdig. Basically, that community in the GCB, I had built, grown, and spent time and looked after. All the systems that we ran the business on, I built. Dreamy had worked with Luke since day one, acting as the operations manager. Wayton war auch da drin in diesem Programm. Der sagt, der beste Place, um da hinzugehen. Was, Wayton echt? Ich dachte, Wayton ist korrekt. Wieso empfiehlst du Leuten ein Coaching-Programm, was 1.000 Euro kostet? Also das muss ich sagen, das enttäuscht mich ein bisschen. Weil den habe ich gerne geguckt eigentlich und dachte, das ist ein korrekter Typ. Aber wenn der sagt, ey, geh zu diesem Coaching-Programm, was 1.000, das ist der Best, als ob der das ja, okay, das enttäuscht mich ein bisschen. Company, but in reality he did a lot more. He would spend 4 years of his life building up this community that helped make Luke over $1 million. He would hold mental health sessions with people in the community and genuinely cared and believed in the whole company. So when Dreamy was brought into a call by Luke in January 2024, what came next shocked him. Finished work, got a call. Hey, how are you? I said, yeah, doing really well. Explained everything I'd done. And he just went, okay, well, unfortunately, like, I've been evaluating the business and we haven't got any room for your role at the moment, so I'm going to let you go. Asked me if I had any questions and that was the end of the conversation. And when I announced that I'd been let go because they didn't, it caused a huge uproar. Ist es moralisch richtig, ihn zu feuern? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie die Zahlen sind von Spook Luke, aber das jetzt, also Exposing Rocket Leagues $1 Million Scam, ich habe den Scam bis jetzt noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Also wäre ich Spook Luke, ich würde auf dieses Video reagieren und du kannst ja jeden einzelnen Punkt im Grunde, wenn du mehr Kontext hast, auseinanderpflücken, wenn du willst. Luke deleted Nick's goodbye message to the Discord server. Okay, As a result of this outrage, a public apology from Luke was released. Luke acknowledged that the delivery of him firing Dreamy was cold, stating it was due to him being... Die Nachricht zu löschen, ne? Also Spook Luke scheint anscheinend nicht den besten Charakter zu haben, wenn er es da löscht, muss man ganz ehrlich sagen. Würde mich auch nicht wundern, wenn das Video hier weggestrikt wird, weil mein Video wird dann auch weggestrikt wahrscheinlich, ne? Also sehen wir dann ja. at having to fire him. He said budget cuts were the reason Dreamy was let go and offered a big thanks to Dreamy in the 3-page public apology. And once again, whether Luke is being genuine or just following Richard Yu's advice is a contentious topic. But regardless, Dreamy offered an optimistic perspective. When I read the announcement, it felt heartfelt. If I went back to 21-year-old me, I could almost guarantee that
you know, I probably did a load of dumb stuff. And after hearing this from Dreamy, I can understand why he was so highly regarded in the community. However, one thing is for certain. With Richard Yu, it is apparent that morals and ethics are the last thing that he cares about in business. Maximizing profits at any cost comes first, and Luke's decisions over the years have reflected this ideology. So what comes next for Luke and the Grand Champ Bootcamp? The community fallout from Dreamy's firing is still taking effect. Luke released another 4-page document in February 2024, basically saying that he sucks at community management, which is fair, I'd say. Luke has recently released a 1 hour 20 minute long video going over all of his past controversies, and I'm not gonna lie, I do not hate myself enough to watch all of that. But Also, ich muss sagen, das Video ist unfassbar biased. Weil wenn wir das mal zusammenfassen, was hier passiert ist, okay, Luke hat ein Coaching-Programm, was sehr teuer ist. Arbeitet mit einem Ex-Kriminellen zusammen. Profit ist ihm sehr, sehr wichtig. Und wenn Leute für ihn nicht mehr profitabel sind, wirft er die einfach raus, egal was die fürs Unternehmen gemacht haben. Das ist moralisch sehr fragwürdig. Und er hat einmal wirklich ein scammiges Video gemacht, so getan halt, als ob sein Coaching-Programm jemanden nach Grand Champ gebracht hat, obwohl der einfach nur geboostet war. So, das halten wir fest. Ich finde, das wird viel schlimmer dargestellt, als es eigentlich ist in diesem Video, weil das ist kein $1-Million-Scam. Das ist einfach nur ein fragwürdiges Coaching-Programm. Und er hat jetzt hier eine Seite beleuchtet von vielen Leuten, die emotional sehr involviert sind, ne, weil sie halt von Luke verletzt wurden, so gesehen, ne, Zeit geraubt wurden. Das ist ja auch immer scheiße, gefeuert zu werden. Aber die Gegenseite, ne, er hat ja ein Statement gebracht, was eine Stunde geht, das guckt er sich gar nicht an. Das wird gar nicht beleuchtet. Wenn du wirklich ein faires Video machen willst, dann musst du beide Seiten beleuchten. Dann musst du auch das Video von Spook Luke dir angucken und am Ende sagen, ey, er hat dazu das und das gesagt. Und dann würden sie sagen, ich guck mir das jetzt nicht an, das geht 80 Minuten, das will ich nicht. Ist ein L. Sorry, Speech, das ist ein L. Mein Take bleibt aber natürlich trotzdem dazu, bleibt von diesem Coaching-Programm fern, obwohl Spook Luke natürlich auch nicht gut weggekommen wäre, wenn das Video anders wäre, weil da einfach schon viel Scheiße passiert ist. Ne? Ich würde sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Bleibt bitte fern von diesem Coaching-Programm. Guckt euch von mir aus die Videos an. So, wenn man neu im Spiel ist, sind da ein paar gute Tipps bei. Aber das Coaching-Programm bleibt da so weit weg, wie ihr nur wegbleiben könnt. Das ist wirklich Geldverschwendung. Gut, bis dahin, Leute. Und ciao.